Der Prozess, der beginnt im Wald. Das ist nicht einfach nur ein Beruf, den man ausübt. Das ist irgendwas anderes. The Ore Mountains. It sounds like something out of a fantasy novel, but it's actually a region in Germany. Right here in Saxony is where Christmas is made for the entire world. I'm in a little village called Seiffen, which is something like the unofficial capital of the Christmas wonderland that are the Ore Mountains. There's only 2,000 people living here, but about 140 different workshops that work like 100 years ago. One of the most extraordinary craftsmen in Seiffen is Markus Füchtner. Markus Füchtner is the 8th generation leading the workshop in which his great-great-great-grandfather made the very first Nutcracker from the Ore Mountains. Today, he makes about 800 a year and exports them in over 20 countries. So. Markus, sieht aus, als ob ihr viel gearbeitet habt. Ja, das ist der Drecksgehauen. Wir befinden uns auch noch in den Originalräumen, im Geburtshaus des erzgebirgischen Nutcrackers. Das Gefühl, was mit Holz zu machen, ist einfach, das kann man nicht erklären. Das wissen die es sich selber machen, am besten. Die Gerüche natürlich, frisches Holz oder auch Lack zum Beispiel. Das Gemisch aus Holz und Lack, das riecht einfach lecker. Und das sagen auch die vorbeikommen, die vorne zur Tür reinkommen und sagen, oh, hier riecht's aber gut. Even amongst the craftsmen and women in the Ore Mountains, Christian Werner is truly one of a kind. He has mastered the ring turn, a craft that originated here about 200 years ago and that still only exists here. Out of a wooden ring, Werner can carve about 300 different kinds of animals, and he makes more than 25,000 copies a year. Ich bin aufgewachsen in diesem Dorf, Seiffen, in einer Spielzeugmacherfamilie. Mein Vater einer der bekanntesten Spielzeugmacher. Und irgendwann hat es mich erwischt und nie wieder losgelassen. Ich bin der Reifendreher in Seiffen. Der Prozess des Reifendrehens, der beginnt im Wald. Und dann liegt das Holz in Kellerräumen, dann hole ich das raus, schlage es in die Drehbank an. Ich finde, dass ich ein gesegneter Mann bin, dass mein Sohn mit mir arbeitet. Ich stehe als Meister neben der Drehbank, wie damals als Junge bei den alten Meistern, und gucke, wie die Jungen das machen. Die technische Realisierung, eine Spaltreife herzustellen. Dazu braucht man erstens mal ein hohes Maß an Vorstellungsvermögen. Ich sag mal, der Reifendreher muss durch das Negativ hindurch das Positiv sehen. Es gibt nur eine Handvoll Leute, die das Reifendrehen noch ausüben, und wir betreiben jetzt die letzte Manufaktur weltweit. Mit Holz zu arbeiten, das ist ja wohl der schönste Werkstoff oder Rohstoff, den es gibt, aus dem man was formen kann mit seinen Händen. Wenn man dann spürt, dass man mit dem, was man tut, Menschen begeistern kann, die sich dann an der Figur, die so viel Zeit in Anspruch genommen hat, sich erfreut wird, das ist ein super Effekt, den man da spürt. Es scheint da hier ein bisschen die Zeit stehen geblieben zu sein. Ne? Und man hört von draußen rum immer nur dieses, dass die Leute so überfordert sind, dass einfach die Zeit so rennt und man immer nur hektisch und gestresst ist. Und das ist halt hier anders. Hier gehe ich in meine Werkstatt und hier bin ich mit der Familie zusammen. Und das ist nicht einfach nur ein Beruf, den man ausübt. Es ist irgendwas anderes. Mein Urgroßvater, der Wilhelm,
muss er irgendwie auf die Idee gekommen sein, Nussknacker zu bauen. Das fragen mich viele, wie er denn darauf gekommen ist. Es waren hauptberuflich Zimmerleute, die im Sommer auf der Baustelle waren und im Winter arbeitslos und sich was dazu verdienen mussten. Und so wurden Holzreste von der Baustelle nicht nur verfeuert, verbrannt, sondern auch noch was draus gemacht, um sich was dazu zu verdienen. Und da muss er auf die Idee des Nussknackers gekommen sein und sich auch zeitgleich so ein bisschen scherzhaft gegen die Obrigkeit aufzulehnen. Es sollte symbolisch der Obrigkeit auch mal eine Nuss gegeben werden zum Knacken. Und es werden auch immer Obrigkeiten dargestellt bei den Nussknackern, wie Soldaten, Polizisten, Könige. Das ist der Grund, warum das früher immer so strenge Obrigkeiten waren. Ein typischer roter König zum Beispiel hat 130 Arbeitsschritte und wir schaffen im Jahr bis zu 800 Stück, die in bis jetzt 20 Länder der Welt schon verschickt wurden. Also dieses Dorf in Seiffen hatte diese wunderbare und unheimlich clevere Technik erfunden, aus den Brechseln heraus. Und dann hat es um 1920 die Blütezeit dieses Handwerks gegeben. Da gab es an die 28 Reifendreher. Aber in der Zwischenzeit ist es eben immer mehr zurückgegangen, weil die Fähigkeit des Reifendrehens nicht unerheblich ist. Aber es ist natürlich unheimlich cool, es auszuüben, kreativ zu sein und es zu machen. Und erstaunlicherweise hat sich dieses Handwerk auch nicht verbreitet. Es ist hier in Seiffen entstanden und hier in diesem Dorf geblieben. Es gibt es in keinem anderen Ort des Erzgebirges oder der Welt. So what's so special about the Ore Mountains in the end? Well, what they teach me is what it really means to care for and to love your craft. To do the same things every day, the same process. You can really find that supremely boring. But you can also say, that's super fascinating. Because to dedicate yourself to a craft, to perfect it, that's something deeply human and really wonderful. Only a handful of people will probably be able to tell the technical differences between the pieces. But the love and the time that have been invested in them, you can really feel that.